Ich bin Göks. Mit 8 Monaten bin ich zu 100% erblindet. Daher möchte ich euch zeigen, wie ich die Dinge im Leben sehe. Augen auf für den nächsten Beitrag. Und heute sind wir auf einer Baustelle und ich habe die ehrenhafte Aufgabe, bei einem Umzug zu helfen, bei einer guten Freundin. Und nur weil ich blind bin, heißt es nicht, dass ich hier nichts zu tun habe. Ich muss hier tatsächlich streichen. Ich stehe schon auch bei meinem Arbeitsbereich hier bei der Wand. Die Wand ist grün, das gefällt der Dame des Hauses nicht. Und deswegen muss man die Wand jetzt weiß bekommen, nicht wahr? Und wie mache ich das eigentlich mit der Erkennung der Farbe? Woher weiß ich, dass das jetzt eine weiße Farbe ist? Kann ja sein, dass ein Zimmer weiß gestrichen werden muss und das andere vielleicht schwarz. Ja, es ist ganz einfach. Dann nehme ich mir einen kleinen Löffel und probiere die Farbe und da kann ich dann erkennen, wie das ist. April natürlich, ne? Ist ja klar. Heute ist der 1. April und mir wird natürlich gesagt, welche Farbe vor mir steht und dem muss ich einfach blind vertrauen, nicht wahr? Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich habe hier vor mir den Eimer mit meiner Bürste und dann fange ich jetzt einfach mal an zu streichen. Und ihr werdet jetzt sehen, ich nicht, ihr schon, wie ein Blinder das hinkriegt. Dann nehme ich mir einfach mal hier die Bürste, zeig die mal kurz. Das ist die Bürste, die Rolle. Und ich tauche die jetzt einfach hier in den Eimer rein mit Farbe. Streife die hier ab, damit auch nichts tropft. Und jetzt muss ich strukturiert arbeiten. Ich fange jetzt von rechts an und mache mir sozusagen dann im Kopf eine Einprägung. Ich weiß ja, wie breit die Rolle ist und wie viel die abdeckt beim Streichen und weiß dann beim nächsten Verrücken sozusagen nach links, wo ich ansetzen muss. Das heißt, ich fange hier in der Ecke an, schaue, wie hoch ich komme und da habe ich mir jetzt diesen Stab bereitgestellt, den muss ich jetzt mal kurz woanders hin tun. So, der wird später noch wichtig und jetzt streiche ich einfach mal. Das ist alles Feinstarbeit und das machen wir alles ohne Augen. Das Ergebnis kann ich natürlich nicht selber begutachten. Das muss mir dann die Dame des Hauses sagen. Wir haben hier jetzt kurz einen Cut im Video. Mir wurde gerade gesagt, dass da große Rolle frei geworden ist. Ich zeige dir mal. Das ist praktisch das gleiche, nur in groß. Und damit ist es für mich deutlich einfacher zu streichen, weil damit erwischt man mehr Fläche. Und wir streichen jetzt noch mal kurz über die Wand. Wir erwischen jetzt mit dem großen Roller die breiteren Flächen und damit auch Lücken, die eventuell entstanden sind. Man muss auch ein bisschen Druck dahinter bringen, dass die Auflagefläche nicht verrutscht und dass man schön gerade seine Bahnen ziehen kann. Es wird natürlich so sein, dass ein paar Lücken
vielleicht zum Schluss bleiben werden. Aber das ist dann schon mal sozusagen die grobe Arbeit, die gemacht wurde. Und die Lücken kann man ja sozusagen ganz schnell nachstreichen. Jetzt mache ich noch einen Gang und dann gehe ich nach oben mit dem Stab. So, jetzt holen wir uns wie gesagt nochmal Farbe und machen dann noch die oberen Flächen. Dazu nehme ich mir jetzt diesen Stab. Jetzt würde ich theoretisch Farbe brauchen, aber wir hören jetzt an dieser Stelle hier auch auf zu streichen, weil es gibt noch andere Arbeiten. Ich sollte jetzt den ersten Gang übernehmen, dass ich schon mal ein bisschen Farbe an die Wand kriege. Und da muss ja dann nochmal drüber gestrichen werden, wegen der grünen Farbe. Und die Feinheiten, wo jetzt die Lücken noch sind, die werden dann im zweiten Streichgang sozusagen übernommen von jemandem, der das auch sehen kann. Weil das kann ich natürlich nicht sehen. Da kann ich natürlich das Handicap nicht ausgleichen. Aber wir sehen uns gleich wieder bei einer anderen Arbeit, die gemacht werden muss. Bis gleich. So, wir sind jetzt bei der anderen Tätigkeit, die mir gegeben wurde. Hier Hals ein bisschen, dafür entschuldige ich mich jetzt schon. Hier am Boden ist Laminat und es muss komplett raus. Und ich zeige euch jetzt, wie das ein Blinder macht. Dazu gehe ich jetzt hier in die Knie. Und hier hebe ich das einfach an. Ja, wir haben jetzt hier eine Leiste und das muss jetzt rüber auf die andere Seite gebracht werden. Und da müssen wir den ganzen Boden jetzt abbauen. Was muss hier heute noch alles gemacht werden? Erst streichen, jetzt Laminat abbauen. Ich bin gespannt. Jetzt gehe ich hier rüber. Hier ist die Wand und hier schichten wir das Ganze auf. Das war Nummer 1. Jetzt gehen wir wieder rüber. Jawohl. Ich würde sagen, wir machen noch eine Reihe. Dann habt ihr gesehen, wie ich das mache. Den Rest mache ich dann ohne Kamera. Und ich zeige euch gleich nochmal, was mir noch für eine Aufgabe bevorsteht. Gutes Brennholz für den Winter, würde ich sagen. Jetzt laufe ich das Ganze nochmal ab, ob hier vielleicht ein Stück vergessen wurde. Hier nicht. Ah, hier ist tatsächlich noch ein Stück, was ich vergessen habe von dieser Reihe. Perfekt. Und jetzt sieht man, ich schaue jetzt nochmal hier. Hier scheint nichts zu sein. Mit dem Fuß kontrolliere ich das Ganze.
Da habe ich ja vorhin diese Sachen hingelegt, die auf dem Laminat lagen. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht drauf trete. Hier ist die Ecke, okay, hier ist nichts mehr. Dann lege ich das auch noch auf die Reihe. So. Ich würde sagen, den Rest mache ich jetzt wie gesagt ohne Kamera. Man kommt ja auch ganz schön aus der Puste. Und wir sehen uns gleich bei der nächsten Tätigkeit. Bis gleich! So, wir haben jetzt zusammen das Laminat abgebaut. Es ist immer noch bei der Hälfte. Aber ich wollte unbedingt mal etwas ausprobieren. Schon immer. Und zwar geht es darum, dass wir hier einen Lichtschalter einbauen müssen und eine Steckdose. Die Besonderheit hier ist, dass Strom fließt. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Und ich denke, wir fangen jetzt auch erstmal mit dem harmloseren von beiden an, mit dem Lichtschalter. Hierzu muss ich zur Fensterbank. Da liegt der Lichtschalter. Den zeige ich euch gleich. Das ist das da. Und das müssen wir jetzt an der Wand montieren. Da laufe ich jetzt rüber. Hier ist der Schalter, nackt. Und wie mache ich das jetzt? Ich gehe jetzt hier hin, positioniere den Rahmen. Ich ungeschickter schon aufgehoben. So, wir bauen das nochmal so ein. Perfekt. Jetzt gehe ich hier hin. Hier sind zwei Stifte. Die schauen hier raus und die müssen in die Wand. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem Rahmen erstmal hier hin und hier sind zwei Löcher und hier kann man keinen Stromschlag bekommen. Da kann ich ruhig mit der Hand hingehen, um die Löcher zu fixieren. Hier ungefähr müssen die Stifte rein. Das heißt, ich gehe jetzt hier so hin und dann, der Rahmen darf jetzt nicht weiter rutschen. Habe ich so. Die Löcher abgedeckt, jetzt nochmal. So passt das, genau, perfekt. Ein bisschen höher mit dem Rahmen noch. Jawohl, und jetzt einfach reindrücken. Siehe da, der Rahmen ist drin. Das Licht ist jetzt auch an. Das merke ich, wenn der Schalter nach unten ist. Und bombenfest. Ich rüttel und wackel, passiert nichts. Der Schalter ist montiert. Und das hier auch jetzt das Ganze funktioniert. Ich drücke jetzt nochmal drauf, dann wird das Licht ausgehen. So, und go. Licht aus, Licht an. Der Schalter ist schon mal montiert. Perfekt. Jetzt kommen wir zur schwierigeren Aufgabe und zur gefährlicheren.